Guten Morgen Leute. Es ist heute Sonntag, der 12. April. Die Sonne scheint ein bisschen, es ist wolkig und wir sind in Südlimburg. Die Winkenhof. Okay, in Gördal sind wir. Hallo. Und ich laufe heute eine Wanderung von 20 Kilometer hier im Süden. Und ja, ich laufe heute mal wieder auf die Samsung. Sie macht das jetzt. Ich bin mal gespannt. Es ist nicht sehr warm heute. Nein, leider nicht. Hier ein schönes Haus. Ich werde mal hinter mir schauen. Guck mal Leute. Ja, Südlimburg, ne? Fahrradfahrer. Ist schon einiges los. Ja, es ist nicht sehr warm heute. Zurzeit sind die Zahlen noch einstellig, um die 8 Grad. Während die Wanderung wird es nur, denke ich, Maximum 12 Grad werden, 13 wahrscheinlich. Und am Ende des Tages 14, 15 Grad. Werden wir nicht mal schaffen. Die Wanderung ist 20 Grad. Und am Ende des Tages 14, 15 Grad. Werden wir nicht mal schaffen. Die Wanderung ist 20 Grad. Und wir sind natürlich im Süden von Limburg. Das bedeutet, ich laufe in die Hügel jetzt. Das erste Mal dieses Jahr. Ja. Also das ist eine schöne Umgebung. Ich kann hier schöne Fotos machen. Also das wird schon eine richtig schöne Wanderung. Ich bin noch keinen Kilometer unterwegs und das geht schon richtig zur Sache hier. Boah, das geht ja richtig hoch, Leute. Das kann ich doch sagen. Was ist das hier? Okay, ein Flugzeug so zu sehen. Ja. Oh, ich muss die Kamera wegnehmen. Da kommen Leute. Die werden schon schön am Schnaufen, ne? Das ist unglaublich. Wie es hier hoch geht. Und sind schon einige Wanderer unterwegs, ne? ,1 Kilometer. ,77 Kilometer. Ah, und? Nach 4,14 Kilometer komme ich in Gulpen. Ja, in Gulpen. Bei nächster Möglichkeit gleich links. Ah, denke, da bleiben wir nicht lange.
Gemeinde Gülpen-Witten. Also fast 5 Kilometer jetzt. Hallo. Ja. Also. Die Sonne ist jetzt ein bisschen weg. Ja. Temperatur geht. Ich habe schön kuschelig warm, das ist gut, möchte ich auch. Und hier müssen wir scharf links. Das ist eine Straße, die ich wahrscheinlich auf muss, oder? Jetzt scharf links Auf Wanderweg. Ah, hier ist das. Hier gehen wir nach oben und dann gehen wir raus aus Gülpen. Ja, das war eine sehr kurze, schmerzlose Tour durch Gülpen. Ne? Und jetzt kommt die Sonne. Und hier sind wir laufen wieder entlang einer Wiese. Ja, wie geil ist das denn? Und unten ist die große Straße. Also ich hocke mal wieder den Berg hoch. Ja Leute, 5,13 Kilometer gelaufen. Müssen noch 15,5. Also ja, ungefähr ein Viertel der Wanderung ist weg. Aber ich habe hier ein kleines Problem. Es geht hier richtig runter, Leute. Das ist ja insane hier. Ich werde mich mal umdrehen. Schau mal hinter mir. Oh mein Gott. Oh. Ja. Das ist absolut der Hammer hier. Ne? Das ist wieder eine Wiese hier. Das ist schon die dritte. Und ich versuche mir hier irgendwo durchzumogeln. Ne? Ja, irgendwo. Schöne Panoramas gibt es hier. Absolut. Also absolut eine geile Wanderung. Ich werde mich da gleich mal rumdrehen und dann könnt ihr mal den Panorama sehen hier hinter, neben mir. Das kann ich auch so machen. Ne? Ja. Das Summen einer Hummel, denke ich. Ja. Boah. Jetzt geht es richtig hoch. Aber wenn ihr jetzt eine Brücke zwischen macht, ne, dann kann man einfach geradeaus laufen. Ne? Ja. Aber das gibt es ja nicht. Das ist nicht sportlich. Also, ein Viertel der Strecke ist weg. ,28 Kilometer. Und es geht wieder runter, Leute. Richtig runter. Schaut mal hier die Kirschbäume, ne? Schön im Blüh. Ja, geil. Und der Komoot hat Probleme. Der Streifen läuft mit, aber der Punkt, der mich darstellt, der bleibt immer stehen. Bis dass ich wieder ein Foto mache und dann kommt er wieder. Und dann kommt er wieder, ne? Also hier, jetzt geht es richtig wieder runter. Oh mein Gott, das sind Pferden. Das geht langsam hier. Hoi, 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 hoi. Geht das hier runter. Ja. Kann man weit schauen, ne? Ja. Boah. Das sind meistens alles solche Faden, wo man läuft entlang Wiesen, auf Hecken, Draht links und rechts, ja. Hat sich einer ein Haus gebaut. Ja. Steine, die mal verwendet sind von ein altes Haus und ein bisschen Holz dazu. Ne? Ja, so macht man das. Die Sonne kommt ein bisschen durch, dann wird es wieder ein bisschen besser mit der Temperatur. Aber die Sonne weg ist das absolut nicht geil. Und da ist ein Vogel.
Ich hoffe, dass die Kamera ihn mitgenommen hat. 10,2 Kilometer, 10,6 zu gehen. Ja, die Hälfte der Strecke ist weg. Ja, kann man nicht glauben, ne? Ja. Ich muss ein bisschen schauen, wo ich laufe hier, weil es ist schon, es geht hier wieder den Hang runter. Und mit die Kieselsteinen hier, ne, ist das richtig rutschig. Ja. Man sieht schon, ich habe wieder einen Fernblick, ne? Ja. Kann man wieder sehr weit sehen. Und die Sonne kommt. Ha. Unglaublich. Jetzt wird es wieder ein bisschen wärmer. Ja, also wir sitzen fast auf die Hälfte. Also es geht voran. 1 Uhr ist es jetzt. Am Mittag, ja, nicht nachts. Am Mittag 13 Uhr. Und ja, ich denke, so gegen 3 Uhr bin ich zurück beim Auto. Ja, das wird schon gelingen, denke ich. ,11 Kilometer. Und meine Freunde sind auch da. Da liegen sie. Wie geil ist das dann wieder? Ich war schon durch eine Wiese gelaufen, wo Kühe wären, aber die waren weit weg. Aber hier kann ich sie richtig schön filmen. Sie liegen alle schön, ne? Da 2, eine steht und ist am Fressen. Und die anderen 3 liegen da auch. Ist schon geil. Einfach liegen bleiben, kein Problem. Ja, das sind sehr schöne Kühe, ne? Schwarz-weiße. Guck mal da, was da rauskommt hinten, ne? Wie ein Wasserfall. Und dann gehen wir durch ein kleines Dorf. Da ist wieder ein kleines Dorf mit Fachwerkhäusern. Und das hier, das ist immer den Draht, ne? Scheiße. Da ist auch ein Fachwerkhaus. Man sieht schon, es ist schon geil. Und Kirschen stehen im Blühen. Ne? Ich lasse die Kamera mal eben laufen. Ich glaube, kommen wir da an ein Dorf? Nein, kommen wir nicht an ein Dorf. Nein. 11,4 Kilometer, Leute. 9,37 zu gehen und hier ist kein Durchkommen. Gar nicht. Das ist richtig scheiße. Also ich werde mich hier umdrehen, werde ich Richtung ein Dorf laufen und dann werde ich da die Strecke wieder auffangen. Ja, das geht. Ja, weiterlaufen, links und dann soll ich wieder auf die Strecke kommen. Also wir gehen zurück. Das geht nicht. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Hier war es schon relativ scheiße. Da bin ich noch durchgemogelt hier. Aber da geht es gar nicht. Ich hoffe, dass ich das mit der Kamera schaffe, hier durchzukommen. Und das ist richtig scheiße hier. Da stand ja auch das Schild, ne? Auf eigene Gefahr weiterlaufen. Aber ich habe jetzt gesehen, das ist hier absolut unmöglich. Hier kommt man nicht weiter. Gar nicht. Gar nicht. Ja. Steigen wir wieder auf die Treppe, ne? Gehen wir wieder hoch, gehen dann weiter Richtung Dorf und dann links und sollen wir wieder zurück auf die Strecke kommen. Du bist in der falschen Richtung unterwegs. Ja, Kommod, ich weiß es. Karte. Geht nicht anders, Kommod. Also, da ist das schöne Schild, ne?
Und ich gehe hier nach links. ...12,4 Kilometer, Leute. Und noch 8,38 zu gehen. Und ich stehe vor einer Wasserpumpe, ja. Und ihr werdet es nicht glauben, die funktioniert. Aber es ist kein Trinkwasser. Nein. Geil, ne? Läuft es da den Bach hinein. Ja. Schöne Blume. Da gibt es noch Trinkwasser. Ich weiß nicht, ob er Trinkwasser ist, aber kann man auch Trinkwasser. Ja. Von BML ist das. Okay. Ja Leute, 13,3 Kilometer, 7,52 zu gehen. Also das waren die schwersten 3 Kilometer, die ich bisher gelaufen habe. Ich bin am letzten gegen eine grüne Graswand hochgekrochen. Mein Gott nicht. Ich bin jetzt noch außer Atem, es geht wieder einigermaßen. Und dann war der Bach, den ich gefilmt habe, etwas weiter, da müssten wir über den Bach. Ne? Und nach dem Bach, das war alles Matsch unter, da konnte man noch durch und dann konnte man nicht mehr weiter, da war ein Matsch. Und da haben Leute an der anderen Seite mir geholfen, unter den Draht durchzukriechen. Und dann habe ich die Leute geholfen, unter den Draht durchzukriechen. Also das ist unglaublich. Das ist ja ein Abenteuer heute. Ach, hier kommt das Aachen, okay. Ja, also ich muss noch 7,52 Kilometer. Ich muss mal eben eine Bank nehmen nach dieser Graswand. Und ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen gemütlicher wird. Und das ist schon richtig, ja, die ist richtig schwer, diese Tour. Und die mal laufen möchten, das ist ein Abenteuer nach dem nächsten. Ja, ein Komoot, der Strich läuft mit, aber der Punkt läuft nicht mit. Ich verstehe das nicht. Seit dem letzten Update von Komoot ist, auf dem letzten Update vom Samsung ist das richtig scheiße mit Komoot. Ich habe keine Ahnung, was das Problem ist. Ja, ich schaue hier das Panorama nochmal an der anderen Seite. Sehr schönes Panorama. Ja, ich werde da, denke ich, nochmal ein Foto von machen. Dann werde ich das nachreichen. Ja. Ja Leute, 13,9 Kilometer, 14, 6,82 zu gehen und ja, glaubst nicht, wir sind wieder in Belgien. Es ist einfach verflixt. Die vorherige Wanderung war auch schon in Belgien teilweise und jetzt laufen wir wieder in Belgien. Das ist geil. ...5 Kilometer und noch 5,78 Kilometer bis zum Auto. Und hier in Belgien geht es auch richtig zur Sache. Ne? Hier geht es mir richtig den Hang ab. Unglaublich, schau dir das mal an. Wir sind jetzt durch den Dorf gekommen. Da habe ich die Kirche noch fotografiert und ein paar Fotos gemacht. Und jetzt laufen wir wieder den Hang ab. Ne? Nach die Niederlande.
Aber das hier sind immer Belgien, das sehe ich ja hier. An die Elektrizität, ne? Das ist Belgien, deutlich. Und die sprechen hier, was ich so höre, Flämisch. Pferde fliegen. Ja. Flämisch sage ich. Nein, die sprechen Französisch, nicht Flämisch. Die sprechen Französisch hier. Das ist ja schon Wallonie. Ja. Guck mal hier die schönen Blumen, ne? Geil. Ja. Also, noch eine gute 5 Kilometer bis zum Auto. Und das ist schon eine geile Tour. Kann ich jeder empfehlen. Dahinter sind Schafen, sehe ich, ja. Und dann gehen wir in ein Dorf hinein da unten. Okay. ,5 Kilometer. 5,26 zu gehen. Ja, jetzt dreht mich der Gaul, ne? Weil, ja, ich laufe jetzt auf dem Camping. Das ist ja unglaublich. Das gibt es nicht. BVB, ne? Also das gibt es hier nicht. Auf einem Frühcamping. Das gibt's nicht. Ich höre überall Wasser. Ja, hier läuft ein Bach hinüber. Ne? Und man hört überall Deutsche. Überall hört man Deutsche. Und da ist der Grenzpfahl. 1843. Das ist die Grenze mit Niederlande. Das ist der niederländische Grenzpfahl. Also hier sind wir zurück in die Niederlande. Nach 15,8 Kilometer, 5,18 zu gehen, sind wir zurück in die Niederlande. Und da ist das Wasser. Und da ist noch ein Grenzpfosten. Da hinten steht er. Diese Seite ist Belgien, der Seite ist Niederlande. Ja. Geil, geil, geil. Und da ist ein Flugzeug in Luft. Also das nehmen wir auch noch mit. Aber ich denke nicht, dass die Kamera mitnehmen kann. Kamerich, Gemeinde Pfalz. 30 Meter links. 18,4 Kilometer, 2,57 Kilometer. Guck, was hier los ist. Unglaublich. Und wir gehen hier in den Fußweg hinein. Über die Brücke. Sehr viele Touristen hier. Sehr viele Touristen. Boah. Da ist das Wasser wieder, ne? Ja. Wir müssen noch 2,52 Kilometer bis zum Auto. Da kann man sagen, Idioten, ne? Ja, ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt, aber 18,4 Kilometer gelaufen und 2,5 bis zum Auto. Also ich gehe jetzt zurück zum Auto. Willkommen bei der Abmoderation von die Sippenaker-Wanderung am 12.04.2026. Ja, das war mal wieder eine Grenzwanderung, ne? Weil ja, ich hatte nicht auf dem Radar, dass Sippenaken in Belgien liegt, ne? Ja, und zwar Wallonien. Das ist schon Wallonien da, da sprechen sie ja schon Französisch.
Und ja, wir hatten eine Wanderung von 21 Kilometer. Das Wetter war schon gut, ne? Ja, ein bisschen frisch, manchmal wolkig, kann man nichts machen. Der Wind ist ja kalt hier an dieser Seite des Jahres. Leider. Er wird doch nicht richtig wärmer, ne? Und das reißt die Temperatur runter. Weiter war es eine schöne Wanderung, schöne Landschaften, ja. Es gab eine Wiese gab es da ging es richtig hoch, ne? Da hatte ich richtig Schwierigkeiten. Man sah es auch bei einer anderen Wiese, ne? Kann man es ja gut auf der Kamera sehen, wie es da hoch und runter ging. Ja, das war absolut der Hammer. Dann hatten wir natürlich den Bach da, wo ich die Leute geholfen haben, drunter durchzukriechen, ne? Unter den Draht durchzukriechen und die mich geholfen haben, weil da kam man sonst nicht weiter. Da hatten wir noch ein Stück, wo wir nicht weiter konnten, ne? Da war es komplett Matsch. Konnte es auch komplett vergessen. Ja, das waren so die Stücke, wo es ein bisschen problematisch war, ne? Wir haben da 21 Kilometer gelaufen, da haben wir 4 Stunden und 26 Minuten drüber gelaufen, ne? Und das waren 4,7 Kilometer pro Stunde. Das ist ganz schön. Und das waren 370 Meter hoch und 370 Meter runter. Ja. Weiter war es eigentlich eine sehr unkomplizierte Wanderung. Es gab keine Probleme bei dieser Wanderung. Die nächste Wanderung, die wollte ich machen in Sindolinenberg. Aber ich habe jetzt gesehen, dass es eine bessere Wanderung gibt in Schimmert, in Augen-Südlimburg. Das ist Richtung Valkenburg, ne? Und ja, da hat man mehr Hügel, ne? Weil es gibt ja die Asperge-Wanderung nicht mehr vom Sindolinenberg. Keine 40 Kilometer mehr, nur noch 20. Und Schimmert, die hat ja 24 Kilometer. Also denke ich, dass wir da besser hingehen. Und lassen wir hoffen, dass das Wetter da auch ein bisschen gut ist. Erst abwarten dieses Jahreszeit. Und ja, wir gehen natürlich Richtung Diekirch. Und wie mehr ich da in die Hügel laufe, wie besser das ist für Diekirch, ne? Weil dann muss ich an die Alpen laufen. Und das geht ja noch mehr hoch und runter. Da werde ich jetzt ja auch dieses Jahr nur die 20 laufen, nicht die 40, weil ich habe ja bisher noch keine 40 gelaufen. Nein, noch kein einziger. Ja, kann man nichts machen. Also Leute, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie einen Daumen runter. Schreiben in die Kommentare, was ihr davon fand. Und dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Das wird dann das Video sein vom Schimmert. Ja, das ist eine Frühlingswanderung. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend. Bis später. Ciao, ciao, ihr Theo.